Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine fantastische, sonnige und wunderbar fruchtige Maracuja-Käsesahnetorte. Ich habe mir gedacht, ach, jetzt sitzen wir hier alle so zu Hause in Corona-Zeiten. Es ist kalt, es ist Winter, es ist grau, wir dürfen nicht raus. Und da wollte ich euch allen mal einen schönen Sonnenstrahl schicken. Und ich finde, diese Torte ist dafür super geeignet, die Tage bis zum Frühlingsanfang zu verkürzen. Sie besteht aus meinem hellen, fluffigen und super easy Biskuit. Ich verlinke euch das Video dazu hier oben auf dem kleinen i. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich es unbedingt mal anschauen. Ja, und einer leckeren Käse-Sahne-Creme und natürlich dem Maracuja-Guss. Und der opulenten Dekoration aus Sahnehäubchen und, wer möchte, Maracuja-Frucht. Ja, und ich denke, dass die Torte euch sehr viel Spaß machen wird, nachzubacken, und zeige euch jetzt erstmal die Zutaten. Vorgebacken, am besten am Tag vorher, ein halbes Rezept von meinem hellen Biskuit. Ihr könnt natürlich auch das Ganze zubereiten und dann die Hälfte einfrieren, das ist auch kein Problem. Dann benötigt ihr 12 Esslöffel ungefähr kaltes Wasser und 2 Päckchen Gelatine. Da könnt ihr natürlich auch Gelatine fix oder Agatine, Agar-Agar oder sonst was verwenden. Aber ich zeige das Rezept jetzt heute mit Gelatine. 500 Milliliter kalte Schlagsahne, 750 Gramm Magerquark. Ihr benötigt 200 Gramm Frischkäse, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Dann benötigt ihr Maracuja-Saft, und zwar insgesamt 250 Milliliter, 100 Milliliter heißen Maracuja-Saft später und 150 Milliliter kalten. Und für den Guss des Ganzen brauchen wir natürlich dann auch nochmal Saft, und zwar 250 Milliliter, 10 Gramm Zucker, ein Päckchen klaren Tortenguss und zur Dekoration dann eben Passionsfrucht, also Maracuja. Und wer möchte, man kann die Torte auch durchaus naked lassen, kann sie noch mit etwas Sahnehäubchen dekorieren und auch außenrum einstreichen, aber das ist optional. Für die Zubereitung dieser Torte ist ein Tortenring wichtig und eine Tortendrehplatte, aber das kennt ihr ja alle schon. Als erstes geben wir uns jetzt die 2 Päckchen Gelatine in eine größere Schüssel und geben 12 Esslöffel Wasser dazu und lassen sie darin quellen. Kaltes Wasser ist wichtig. So, das können wir uns jetzt erstmal beiseite stellen und wir machen weiter mit der Sahne. So, und als erstes können wir uns die 500 Gramm kalte Sahne steif schlagen. Im Sommer am besten darauf achten, dass auch die Schüssel schön kalt ist. Dann schlägt sich die Sahne besser auf. Diese Festigkeit reicht für unsere Creme. Wir werden das Ganze ja noch mit Gelatine oder eben Agatine oder Agar-Agar standfester machen. Jetzt erstmal die anderen Zutaten miteinander vermischen und dann können wir uns die Maracuja-Creme fertig zusammenrühren. Als nächstes geben wir uns den Quark in eine Schüssel mit dem Frischkäse, dem Zucker, dem Vanillezucker. Ich habe jetzt hier so einen Magerquark genommen. Dann wird das Ganze nicht allzu fett. Wir haben ja auch noch die Sahne, den Frischkäse hinzugeben, den Vanillezucker und den Zucker und das Ganze jetzt kurz verrühren, dass es eine homogene Creme ergibt. Sehr lecker sieht es schon aus. Jetzt brauchen wir die Gelatine, um das Ganze zu festigen mit der Sahne zusammen. Den heißen Maracuja-Saft, den habe ich mir gerade in der Mikrowelle so ein bisschen heiß gemacht, den gebt ihr euch jetzt in die gequollene Gelatine. Die ist jetzt so richtig schön dick geworden. Das sieht man hier, schön aufgequollen. Und damit sich die Gelatine jetzt auflöst, geben wir eben den heißen Saft dazu. Und ihr seht, es wird dann sofort flüssig.
Jetzt kommt hier der kalte Maracuja-Saft noch hinzu, einfach um die Temperatur ein bisschen anzugleichen. Am besten unterrühren, damit da nichts klumpt. Und ihr seht, das hat geklappt. Da das Ganze jetzt so schön von der Temperatur her angeglichen ist und wieder kühl ist, können wir jetzt einfach ohne Probleme die Quark-Frischkäsemasse hier hinzugeben und dann die Sahne noch unterheben. Einfach dazugeben. Und das Ganze schön unterheben. Und natürlich könnt ihr diese Creme auch mit anderen Säften zubereiten. Das ist quasi ein Grundlagenrezept für eine tolle Käsecreme mit Fruchtgeschmack. Also da ist auch Himbeersaft vorstellbar oder Erdbeer oder was auch immer euch einfällt. Blaubeer kann ich mir auch gut vorstellen. Also das ist quasi wieder ein Grundrezept für euch. Wunderbar. Und so können wir uns jetzt die Torte auch schon füllen. So, meinen Boden habe ich mir einmal durchgeschnitten, also den halben Boden wohlgemerkt. Wir brauchen für diese Torte nicht den gesamten Biskuit, sondern nur die Hälfte. Da stelle ich mir jetzt den Ring drum. Ihr könnt, wenn ihr wollt, den Boden auch noch etwas tränken oder mit Marmelade bestreichen. Schön festziehen. Und ich habe hier auch noch einen Tortenretter drunter. So kann ich dann die Torte am Ende auch noch ganz gut verheben. Jetzt kommt die Hälfte der Creme hier drauf, dann der zweite Boden drauf und dann den Rest der Creme. Und dann muss die Torte erstmal im Kühlschrank mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, ruhen. Die Hälfte der Creme einfüllen. Und natürlich schön glätten. Und jetzt kommt der zweite Boden oben drauf. Vorsichtig hineingeben und vorsichtig so ein bisschen glatt drücken, dass man die Creme gleichmäßig verteilt. Nicht zu fest, sonst kommt es an den Seiten hoch. Und jetzt können wir uns den Rest der Creme hier oben aufgeben. Einmal noch kurz durchrühren und die Torte füllen. Ich glaube, ich habe jetzt oben etwas mehr als unten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch abwiegen, dass es wirklich genau die Hälfte ist. Mit der Palette verstreichen, sodass es richtig schön gerade und plan ist. So, das war's schon für den ersten Tag. Die Füllung ist fertig. Die Torte kann jetzt in den Kühlschrank gestellt werden. Mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht. Ihr wisst, ich mache das gerne über Nacht. Ich decke sie noch mit einer Haube ab. Und jetzt kann man sie auf den Balkon stellen, wenn es bei euch kalt ist. Oder eben im Sommer oder im Frühling oder wenn es wärmer ist. In den Kühlschrank natürlich. Bei mir war die Torte über Nacht im Kühlschrank, nicht auf dem Balkon, denn draußen wäre sie zu einem Eisblock gefroren. Ich glaube, sie ist sehr gut fest geworden. Ja, perfekt. Man sieht es schon. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Guss zu kochen. Einfach das Päckchen klaren Tortenguss mit dem Zucker verrühren und mit dem Saft. Das Ganze kurz aufkochen und dann direkt am besten über einen Löffel über die Torte geben. Und dann ist die Torte auch so gut wie fertig. Man kann sie dann so schon servieren oder sie halten auch aufpimpen und nach Belieben opulent verzieren. Also die 250 Milliliter Maracuja-Saft mit ein bisschen Zucker verrühren und natürlich dem klaren Tortenguss. Gut verrühren, dass nichts klumpt. Und das Ganze jetzt kurz aufkochen.
Am besten unterrühren, dass wirklich nichts anbrennt und auch nichts klumpt. Und sobald das Ganze so ein bisschen zu köcheln beginnt, kann man auch die Hitze ein bisschen runterstellen, dass es nicht zu heiß wird. Und 1 Minute kochen lassen ungefähr. Sobald das Ganze so schön aufgekocht ist, vom Feuer nehmen und 1 Minute ungefähr abkühlen lassen, bevor wir es auf die Torte geben. Ein Zahnstocher habe ich mir hingelegt, damit ich einfach die Luftblasen, die vielleicht entstehen, aufstechen kann. Ich brauche einen Löffel, über den ich jetzt den Guss, der leicht abgekühlt ist, fließen lassen kann. Den halte ich jetzt so hier so drüber und fange von der Mitte aus an. Das Ganze jetzt noch vorsichtig ein bisschen verteilen, dass es überall ankommt. Und falls Luftblasen bei euch entstanden sind, die gerade noch aufstechen. Und jetzt darf die Torte 1 bis 2 Stunden kalt stehen, damit der Guss anzieht. Ich stelle sie jetzt bei mir auf den Balkon, bei mir ist nämlich schön kalt draußen und werde mir in der Zeit die Sahne schon mal steif schlagen. Ja, in der Zwischenzeit können wir uns schon mal die Dekoration vorbereiten, also die Sahne schlagen und die Passionsfrucht oder die Maracuja schon mal durchschneiden und mal gucken, wie sie innen drin aussehen. So wunderschön rot, also violett, gelb und orange, also eine tolle Farbkombination. Und duften auch total lecker, fruchtig. Sehr schön. So, genau, die Sahne können wir uns auch schon mal schlagen. Es sei denn, ihr wollt keine Sahne noch oben auf haben. Ich möchte noch ein bisschen Sahnetupfen oben auf. Ich habe mir auch schon meinen Spritzbeutel zurechtgelegt mit der großen Sterntülle. Und ich werde die Sahne nicht per Hand schlagen, sondern mit dem Rührgerät. Und ich werde wahrscheinlich wie immer zu viel nehmen. Gut gekühlt sollte sie sein. Ich habe jetzt 250 Milliliter und immer so machen, dass man erst anschlägt die Sahne und dann erst Sahnesteif und Vanillinzucker gemischt hinzugibt. Und Vanillinzucker deswegen, damit die Sahne keine schwarzen Pünktchen bekommt, dann bleibt sie ganz schneeweiß. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr auch Bobon Vanillezucker verwenden. Ich vermische mir das immer ganz gerne schon gleich. Und wie gesagt, anschlagen und dann hinzugeben. Die Sahne sollte für die Dekoration richtig schön Stand haben, damit man sie auch schön spritzen kann und dass die Sahne schön die Form behält. So ist es richtig. Ein Schnitt bleibt sichtbar. Ja, perfekt. So stelle ich sie mir jetzt noch kalt, bis die Torte fertig ist. Und dann werde ich die Torte aus der Form schneiden. Die Torte war bei mir jetzt auf dem Balkon bei -3 Grad eine halbe Stunde. Und der Guss ist angezogen. Und ich schneide sie jetzt vorsichtig aus dem Ring. Ihr könnt natürlich auch eine Tortenrandfolie verwenden. Ich versuche nur immer Plastik zu vermeiden, deswegen benutze ich die nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist oder es eine Hochzeitstorte ist oder sonst was. Wir schneiden hier vorsichtig mal außen herum. Und jetzt die Torte vorsichtig aus dem Ring holen und den Ring abnehmen. Oh, und die Torte sieht wahnsinnig toll aus. Wirklich fantastisch. Ich habe tatsächlich die zweite Hälfte ein bisschen zu hoch gemacht. Also am besten die beiden Cremes abwiegen, sodass wirklich die Hälfte und die Hälfte dann bei rumkommt. Hier oben werde ich sie noch dekorieren und außen werde ich sie naked lassen. So, ich werde sie mir jetzt wie immer in 16 Stücke teilen, in der Hoffnung, dass mein Ältester vorbeikommt bei uns. Perfekt. Jetzt spritze ich hier meine Tupfen auf und da setze ich dann meine Viertel auf. Ich habe sie nochmal geviertelt, die Passionsfrucht, damit sie kleiner wird. Und ich mache die Sahnehäubchen jetzt richtig groß, denn die
Passionsfrucht ist ja auch recht groß, damit sie nicht so verschwindet, die Sahne unter der Frucht. Hammer schön sieht sie aus, die Torte. Und wie immer habe ich natürlich noch was übrig. Ich habe ja gesagt, ungefähr 100 Gramm zu viel. Aber ich nehme das gerne in den Kaffee dann später. Also ihr könnt auch mit 150 Gramm auskommen, wenn ihr nicht das Außen noch dekorieren wollt mit irgendwas Schönem. Das geht natürlich auch. Ihr könnt auch hier außenrum noch Sahne verstreichen und Mandelblättchen oder was auch immer euch gefällt andrücken. Aber ich lasse die Torte jetzt, wie gesagt, so naked. Und die finale Dekoration, das werden hier meine Maracuja-Viertel sein. Ich habe sie doch nochmal geviertelt und nicht nur halbiert, damit sie nicht so riesig sind auf der Torte. Und auf jedes Stück soll bei mir ein Maracuja-Viertel. Und ich setze sie einfach so oben drauf wie ein kleines Krönchen. Das gibt einen wunderschönen Effekt mit den Farben der Maracuja oder Passionsfrucht. Und ihr seht, dass dafür die Sahne auch wirklich richtig schön steif geschlagen sein muss, damit sie nicht nachgibt. Und das letzte. Und unsere wunderschöne Maracuja-Torte ist fertig. Ein absoluter Traum. So soll sie bleiben, gar nicht mehr machen. Ich lasse sie jetzt einfach so schön modern, wie sie jetzt ist und werde sie für euch probieren. So, jetzt schneide ich das gute Stück einmal an. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken wird, diese wundervolle Torte. Also ihr seht, ich muss sie jetzt so ein bisschen stabilisieren. Ihr könnt natürlich auch meinen Biskuit doch 3 Böden schneiden und den ganzen Biskuit verwenden. Dann ist sie etwas stabiler in sich. So, das Törtchen muss probiert werden. Wahnsinnig lecker. Ein Traum aus Frucht und Biskuit. Total fruchtig, Wahnsinn. Ich glaube, ich werde das Stück gleich eher hinlegen. Ja, was soll ich sagen? Die Torte schmeckt wahnsinnig lecker. Schön fruchtig, cremig. Nach dem Maracuja, nach dem Biskuit, nach der cremigen Füllung. Und dann obenauf natürlich noch die extra Frucht, die man so dann löffeln kann. Also ein perfektes Törtchen für alle, die sich nach Sommersonne, Strand sehen und sich ein bisschen Frühling und Sommersonne auf den Kaffeetisch bringen wollen. Das war die wunderschöne Maracuja-Käse-Sahnetorte. Ein Prachtstück auf eurer Kaffeetafel. Ich hoffe, ihr werdet das Rezept einmal nachbacken und schickt mir dann bitte eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Bitte vergesst nicht, mir eine positive Bewertung zu hinterlassen und einen netten Kommentar zu schreiben. Da freue ich mich immer sehr darüber. Den Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die kleine Glocke aktivieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder am Sonntag mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Um 10 Uhr, wie immer.
Viel, viel Freude beim Nachbacken, bleibt gesund und tschüss!